mein rauschender Freund, dein Singen, dein Klingen. War es also gemeint, war es also gemeint. Versuch mal nicht, also gemeint, war es also gemeint. War es also gemeint, war es also. Drüber wegdenken, schöne Bögen, nicht wahr? Ja, gleich nochmal, dasselbe. War es also gemeint, mein rauschender Freund, dein Singen, dein Klingen. Und? War es also gemeint, war es also gemeint. Du sprichst den Bach an, du sprichst ihn an, nicht wahr? Hast die Augen offen, die kommen immer hier so auf deine Revier und sonst wohin. Dahin, dahin. Damit hast du gleichzeitig das Publikum im Blick, nicht wahr? Ist doch wichtig. Also, war das also gemeint? Das letzte Mal. War es also gemeint, war es also. Aber nicht, war es also gemein. Das ist ein falscher Sinn, nicht? Ja? War es also gemeint? Das T brauchen wir dringend. Gleich nochmal, bitte. War es also gemeint, war es also gemeint. Zur Müllerin hin, so lautet der Sinn. Annehmen, kannst du dir noch einen Atem dran nehmen? Ja. Das wäre schön, ja. Zur Müllerin hin gleich. Zur Müllerin hin, so lautet der Sinn. Geld, hab ich's verstanden, hab ich's verstanden. Zur Müllerin hin, zur Müllerin hin. Ich habe ja die Aufgabe, hier nicht nur für die Schüler da zu sein und sie zu diagnostizieren und ihnen im Moment etwas zu suggerieren, sondern auch noch das Publikum etwas Einblick nehmen zu lassen in die Art der Arbeit, die uns beherrscht beim Einstudieren der Lieder. Und das ist eine sehr geballte Ladung, möchte ich meinen, die nicht unbedingt immer erfolgreich sein kann. Das ist eigentlich sogar, wenn man will, ein abstruses Unternehmen. War es also gemeint, mein rauschender Freund, dein Singen, dein Klingen? War es also gemeint, war es also gemeint? Zur Müllerin hin, so lautet der Sinn. Geld, hab ich's verstanden, hab ich's verstanden. Zur Müllerin hin, zur Müllerin hin. Alles, was in diesem Kurs erklingt, auf Wunsch der jungen Leute geschieht. Dass das, was sie selber zu singen beabsichtigen, wofür sie sich selbst reif halten, wird von mir vorher geprüft. Ich höre ja auch, wie sie singen und ich weiß dann, die Stimme erreicht das noch gerade. Nicht? Und für den speziellen Werdegang ist dies und dies Stück wichtig und sollte auch bewältigt werden. Ich glaube, dass das doch ein Maßstab ist. Und natürlich sind die Qualitäten unterschiedlich und die Aussichten auf einen Erfolg oder auf ein Gelingen nicht unbedingt gleichwertig. Nicht? Das muss man sagen. Dadurch wird es auch ein bisschen schneller. Es ist nicht wahr? Sehr lebhaft,
Sehr lieb. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Sieht ihr am Fensterlein dort die rote Mütze wieder? Nicht geheuer muss es sein, denn er geht schon auf und nieder. Und auf einmal welche Bühne bei der Brücke nach. Vorsicht. Sie können, bevor er angefangen hat, können Sie machen, was Sie wollen. Aber wenn die Stimme dann dazu kommt, so einen Heldenbariton hat er wieder nicht. Okay? Ja. Also, fangt nochmal an, bitteschön. Stell dich mal ein bisschen mehr hin. Sie sieht von dir nichts. Okay? Sie muss deinen Mund sehen, sonst geht's nicht. Also, ja. Seht ihr am Fensterlein dort die rote Mütze wieder? Nicht geheuer muss es sein, denn er geht schon auf und nieder. Und auf einmal welche Bühne bei der Brücke nach dem Feld. Horch, das Feuerglöcklein gellt. Hinterm Berg brennt es in der Mühle. Seid plötzlich langsamer. Hinterm Berg brennt es in der Mühle. Genau im gleichen Allegro-Tempo wie von Anfang. Kein Unterschied. Hinterm Berg brennt es in der Mühle. Okay? Nicht langsamer. Und auf einmal welche Gewühle da. Ja? Hm? Und auf einmal welche Gewühle bei der Brücke nach dem Feld. Horch, das Feuerglöcklein gellt. Hinterm Berg brennt es in der Mühle. Schaut, da sprengt der wütend schier durch das Tor der Feuerreiter. Stopp! Hier fehlen mir den Drehen. Das muss wirklich blitzen. Schreckliche Flammen, die da zu sehen sind, nicht wahr? Es ist natürlich sehr schwer in der kurzen Zeit. Es sind 3 mal 20 Minuten eigentlich gewesen jetzt, die ich bei ihm Unterricht hatte, an Technik jetzt viel mitzunehmen. Wir haben vor allem interpretatorisch gearbeitet und da fällt es mir sehr auf, dass er viel Wert auf Deutlichkeit der Sprache und was man mit der Sprache vermitteln kann, nicht nur jetzt mit dem Singen, sondern auch nur die Sprache, ja, da legt er sehr viel Wert drauf. Weit von fern gerochen, mit des heiligen Kreuzes Spann, friedlich die Glut besprochen, fehlt dir Glück vom Nachtgeschwüre, hat er weit im Höllenschein, Gnade Gott der Seelen ein. Hinterm Berg rast in der Mühle. Eben. Das ist genau die Stelle, wo Sie einhalten dürfen. Er ist nicht distanziert, er ist sehr direkt, er kommt auch einem körperlich nahe und man spürt das Gefühl. Seht ihr am Fensterlein dort die rote Mütze wieder? Nicht geheuer muss es sein, denn er geht schon auf und nieder. Und auf einmal welche Bühne bei der Brücke auf dem Feld. Horch, das Feuerglöcklein gellt. Hinterm Berg brennt es in der Mühle. Schaut, da sprengt er wütend schier durch das Tor der Feuerreiter. Auf dem rippendürren Tier als auf einer Feuerleiter. Quer fällt ein, die Qualm und Schwüle brennt er schon und ist am Ort. Drüben schallt es fort und fort. Hinterm Berg brennt es in der Mühle. Der so oft den
wird von fern gerochen, mit des heiligen Kreuzes Spann, freventlich die Glut besprochen, weh, der Grinz vom Dachgestühle, dort der Feind im hellen Schein, gnade Gott der Seele dein. Hinterberg, Gras in der Mühle. Bei Mörike gibt es die verschiedenartigsten Annäherungen an Musik in den Gedichten. Da gibt es reine lautmalerische Dinge, also lange Zeilen, die auf einem I beruhen zum Beispiel oder auf einem U. Nicht wahr? Und das schreibt dem Komponisten schon bestimmte Farben vor. Wenn er sie nicht befolgt, handelt er gegen den Dichter. Es ist sehr schwierig, das dann in Einklang zu bringen, im wahrsten Sinne des Wortes, in Einklang zu bringen. So willst du des Armen dich gnädig erbarmen, so ist es kein Traum. Wie rieseln die Quellen, wie tönen die Wellen, wie rauschet der Baum. Fällt mir was ein, was der alte Casals immer gesagt hat. Also ihr Kinder, ihr denkt bei Brahms, ein Vierer ist ein Vierer, also 4 Achtel, die, da, müssen mindestens 8 Sechzehntel sein. Da. Nur nicht zu rasch, nur nicht zu rasch. Ein Allegro bei ihm ist etwas Gefasstes, etwas Gehaltenes, nicht wahr? Trotz aller Freude und Wonne. Wie soll ich die Freude, die Wonne denn tragen? So willst du des Armen dich gnädig erbarmen? Ja, gut. Vielleicht nochmal bitte nicht ganz so rasch. Alles gesungen, jede Phrase, jedes Rauf- und Runtergehen. Nicht wahr? So willst du des Armen dich gnädig erbarmen, so ist es kein Traum. Sie können ihm sehr helfen, wenn Sie weiter runtergehen mit dem Piano. Gleich am Anfang. Wenn er runtergeht in die untere Lage, können Sie ihm sehr stark helfen. Etwas wie hier noch. Di-da-da-dim, komm. So willst du des Armen dich gnädig. Da merkt man schon mit dem Tempo. Di-da-da-da, di-da-da-di. Di-da-da-da, di-da. Keinesfalls schneller. Keinesfalls schneller. So willst du des Armen dich gnädig erbarmen, so ist es kein Traum. Wir rieseln die Quellen, Nicht wie wir tönen die Wellen. Rieseln. Nicht wie rieseln, sondern wie rieseln die Quellen, wie tönen die Wellen. Ja? Schön gesungen, alles gesungen. Sag nochmal, komm. So willst du des Armen dich gnädig erbarmen, so ist es ein Traum. Wir rieseln die Quellen, wir tönen die Wellen, wir rauschen der Baum. Zeit! Tief lag ich in Bangen, Gemäuern gefangen, nun grüßt mich das Licht. Also dies wie eine kleine Fanfare dazwischen, diese Wechsel, die ständig da sind im Ausdruck. Dieses Hin und Her muss herauskommen. Sodass das hier wirklich, jawohl, dass das zusammengehört, als Signal sozusagen, nicht wahr? Und dann der Rest kann leiser sein. Tief lag ich in Bangen vielleicht, ja? Tief lag ich in Bangen, Gemäuern gefangen, nun grüßt mich das Licht. Wie spielen die Strahlen, sie blenden und malen mein schüchtern Gesicht, mein schüchtern Gesicht. Und soll ich es glauben, wird keiner mir rauben den köstlichen Wahn. Eine Stimme höher! Den köstlichen Wahn. Doch Träume schweben, nur Lieben heißt Leben. Willkommen Wahn, willkommen Wahn. Willkommen! Kurzer Auftakt. Willkommen! Nicht willkommen, hast du gesungen.
kennt jeden Ton. Also da bin ich, ist mir schon die Kinnlade währenddessen runtergefallen. Wird keiner mir rauben den köstlichen Wahn, den köstlichen Wahn. Doch Träume entschweben, nur Lieben heißt Leben. Willkommene Bahn, willkommene Bahn, willkommene. Das war das. Ja, das war's. Für mich ist es jetzt nun, als Peter wichtig herzustellen, dass sich diese Lust an Liebe, diese Lust an Worten über Liebe, dass sich die praktisch auf den Zuhörer vermittelt. Dass es ein bisschen rockt, sozusagen. Wie frei und wie heiter, nicht eilen und weiter, den Pilgerstab fort. Du hast überwunden, du hast ihn gefunden, den seligsten Ort. Ja, das wäre nämlich schön, wenn die Phrasierung ein bisschen rauskommt. Di da da, di da da da, di da da, di da di. Ah, mach noch mal ganz, komm. So willst du des Armen dich gnädig erbarmen, so ist es kein Traum. Nicht so schön. So ist es kein. Auch gesungen, beide Silben. Alles gesungen. Komm noch mal. So willst du des Armen dich gnädig erbarmen, so ist es kein Traum. Wie rieseln die Quellen, wie tönen die Wellen, wie rauschend der Baum. Tief lag ich in bangen Gemäuern gefangen, nun grüßt mich das Lied. Kannst du ein bisschen anderen Ton anfangen? Ein bisschen weniger und ein bisschen anderer Farbe. Tief lag ich in bangen Gemäuern gefangen. Nun grüßt mich das Licht, dass da ein Unterschied ist. Wäre doch ganz schön. Tief lag ich in bangen, davor die zwei Takte oder ja. Tief lag ich in bangen Gemäuern gefangen, nun grüßt mich das Lied. Nimm mal die H's raus. Tief lag ich, nun grüßt. Ja. Mach mal. Tief lag ich in bangen Gemäuern gefangen, nun grüßt mich das Licht. Wie spielen die Strahlen, sie blenden und malen mein schüchtern Gesicht. Schüchtern Gesicht, schön die Noten da. Wechsel der Harmonie muss man verstehen, muss man mitvollziehen. Ja? Gleich nochmal selber. Tief lag ich in bangen Gemäuern gefangen, nun grüßt mich das Licht. Wie spielen die Strahlen, sie blenden und malen mein schüchtern Gesicht. Jawohl! Mein schüchtern Gesicht. Zu lang. Und soll ich es glauben, wird keiner mir rauben den köstlichen Wahn, den köstlichen Wahn. Schau mal, hier ist eine große Steigerung. Die müssen wir irgendwie aufbauen. Also ich würde hier nicht so viel geben, da etwas mehr bis zum Pforte. Und jetzt aber kommen noch mehr. Es müsste eigentlich mehr zu Pforte sein, würde ich sagen. Reicht. Es liegt alles an der inneren Bewegung und nicht so sehr an der äußeren Kraftentfaltung, nicht wahr? Und soll ich es glauben, wird keiner mir rauben den köstlichen Wahn, den köstlichen Wahn. Doch Träume entschweben, nur Lieben heißt Leben. Willkommene Bahn, willkommene Bahn. Das müsstest du
das mit dem Willkommen und mit dem Achtel. Die Bahn vorher ist länger. Die Bahn. Willkommene Bahn, Bahn, das brauchst du. Bahn, diesen Leitturm da. Nicht? Willkommen. Das genügt als Zeit dann für Will. Er weiß schon, was er macht. Brahms. Doch Träume entschweben da. Doch Träume entschweben, nur lieben heißt leben. Willkommene Bahn, willkommene Bahn. Wie frei und wie... Aber, wie frei und wie frei und wie heiter. Nicht wie frei und wie heiter. Wie frei, da. So wie sie es spielt am Anfang, so musst du es jetzt auch machen. Gleich davor. Wie frei und wie heiter, nicht eilen und weiter, den Pilgerschaft fort. Du hast überwunden, du hast ihn gefunden, den seligsten Ort. Ja, sind wir auf dem Wege jetzt, das weißt du schon Bescheid. Okay? Lässt sich in dem Meisterkurs eher verarzten, an sich herumdoktern. Und letztendlich vermittelt sich dann auch im Konzert die Musik über einen ganz automatisch dann. So willst du des Armen dich gnädig erbarmen, so ist es kein Traum. Wie rieseln die Quellen, wie tönen die Wellen, wie rauschet der Baum. Tief lag ich in bangen Gemäuern gefangen, nun grüßt mich das Licht. Wie spielen die Strahlen, sie senden und malen mein schüchtern Gesicht, mein schüchtern Gesicht. Und soll ich es glauben, wird keiner mir rauben, den köstlichen Wahn, den köstlichen Wahn. Doch Träume entschweben, nur lieben heißt leben. Willkommene Bahn, willkommene Bahn. Wie frei und wie heiter, nicht eilen und weiter, den Pilgerschaft fort. Du hast überwunden, du hast ihn gefunden, den seligsten Ort. Es geht um Textverständlichkeit. Manche Komponisten machen es einem leicht, den Text verständlich zu gestalten, denn sie haben die Töne schon so gesetzt, dass für die Konsonanten Platz ist. Da kann man sogar ein Legato singen und trotzdem noch alle Konsonanten unterbringen. Andere wiederum springen freizügig in einem falschen Gefolge Wagners herum mit der Sprache und man hat alle Mühe, da überhaupt noch eine musikalische Linie herauszufinden. Nicht? Und das ist ja eigentlich die erste Gegebenheit, die beim Erarbeiten eines Stückes da ist, dass man suchen muss, wohin führt die und diese Linien, wohin weg führt sie wieder, wo ist der Höhepunkt und so. Da kann man dann überhaupt erst anfangen, Gesangliches herauszufinden. Wenn es aber nur herumspringt, wenn es nur deklamiert, dann ist das eine außerordentlich schwierige Aufgabe. Und es muss textverständlich bleiben. Richard Strauss hat sehr richtig behauptet, dass das Publikum sofort einschläft, wenn es ein Wort nicht versteht. Und genau das ist wahr. Nicht, wenn man die Zusammenhang innerhalb einer Zeile nicht mehr hat, nur weil zwei Worte schlecht ausgesprochen sind, dann lohnt sich die ganze Darbietung nicht mehr. Dann hat man die Musik nicht mehr.
ein sehr langes Crescendo, ein langes Crescendo. Über die ganze Strecke, gell? Ein sanfter Wind vom blauen Himmel weht, die Myrte still und hoch der Lorbe steht. Kennst du es wohl? Kennst du es wohl? Können Sie das, oh mein Geliebter, noch im Forte lassen? Ja, und durchführen, oh mein Geliebter, ziehen. Und bitte nicht ihn auffordern, eine Touristenfahrt nach Italien zu unternehmen. Das ist nicht damit gemeint. Ne? Das ist jetzt so, dahin möchte ich gerne mal an den Strand und da kann man so schön baden und so. Nicht wahr? Nicht das? Ja. Nicht das? Aus tiefster Seele, mit innigster Empfindung, mit ebenso viel Schmerz wie Nähe zu dem, den sie anspricht. Ja. Kennst du das Land, wo die Zitronen blühen? Im dunklen Laub die Goldorangen glühen. Ein sanfter Wind vom blauen Himmel weht, die Myrte still und hoch der Lorbe steht. Kennst du es wohl? Kennst du es wohl? Dahin möchte ich mit dir, oh mein Geliebter, ziehen. Es gibt natürlich dann eine Einstellung, die zwar altmodisch anmutet, aber die genau dem entspricht, was Goethe in den Didaskalien gepredigt hat, die da erst nach seinem Tode vom Eckermann überhaupt ediert und formuliert wurden, dass die Stimmgebung bestimmten Gesetzen gehorcht, dass aber auch immer eine Würde und eine Harmonie erreicht werden soll in der Sprache. Und was er selber als Regisseur ja immer wieder angeregt hat, dass man wirklich Musik macht mit den Worten, dass das alle Dichtung musikträchtig ist sozusagen, das gilt natürlich tatsächlich heute noch. Und ähnlich
untheatralisch, undramatisch, wie Goethes Theatertruppe gewirkt haben muss, nachdem man diese Regeln gelesen hat, ähnlich sind wir auf dem Podium betätigt. Wir dürfen eigentlich eben keine Handbewegungen machen, keine willkürliche Regie da sich selbst auferlegen, aber auch keine Mimik, die übertrieben ist, es sei denn, es handelt sich um Couplets. Und wenn es ein Couplet ist, und Hugo Wolf hat viele Couplets geschrieben, dann ist eine Mimik sogar gefordert. Es wäre geradezu langweilig, wenn man dazu ein lediglich zuhörendes Gesicht macht. Schlagt mein ganzes Glück in Splitter, nehmt mir alle Habe gleich, lasset mir nur meine Zither, und ich bleibe froh und reich, und ich bleibe froh und reich. Wenn des Grames Wolken ziehen, haucht sie Trost in meine Also am Anfang ist die Phrase zu gehaucht. Obwohl, trotz des Wortes haucht, würde ich nicht machen, sondern offen lassen. Und jetzt nicht meine, da ist er plötzlich zu. Meine, ein bisschen jetzt übertrieben. Nicht wahr? Meine Brust, wirklich offen lassen. Ja. Wenn des Grames Wolken, ja? Wenn des Grames Wolken ziehen, haucht sie Trost in meine Lust. Und aus ihrem Golde blühen alle Blumen meiner Lust. Einmal falsch gelernt. Will die Liebe nicht gewähren, Freundschaft brechen ihre Pflicht, kann nicht meine Stolz entbehren, aber meine Zither nicht, aber meine Zither nicht. Der dürfte ein bisschen mehr sein. Man merkt ganz, ganz deutlich, dass er also die Lieder alle gesungen hat. Und vor allem man merkt auch deutlich, dass er die Lieder also auf ihre Wirkung hin auch überprüft hat. Also man sieht ganz genau, er weiß, welche Mimik wo anzubringen ist, welche Nuancen, wo man sich Zeit lassen kann. Also die Lieder sind alle erprobt, Feuer erprobt in Tausenden von Liederabenden. Das merkt man schon sehr deutlich. In den Grund des Tannenhaines senkt mich leise dann hinab. Aber das heißt senkt, nicht senkt. Hat nichts mit dem Feuer zu tun. Nicht wahr? Ja, senkt mich, senkt mich. In den Grund des Tannenhaines senkt mich leise dann hinab. Und statt eines Leichensteines stellt die Zither auf mein Grab. Ist jetzt ein bisschen tot. Dass ich, wenn zum stillen Reigen aus des Todes dunklem Bahn Mitternacht die Geister steigen, ihre Seiten rühren kann. Geht's ohne Haar? Das ist natürlich starker Wechsel, ja, Registerwechsel. Ich lehne ja Kopfstimme nicht ab, keineswegs, aber in diesem Fall ist eine reine Kopfstimme mal fast ein Falsett anzuwenden. Schlagt mein ganzes Glück in Splitter, nehmt mir alle Habe gleich, lasset mir nur meine Zither,
ich bleibe froh und reich, und ich bleibe froh und reich. Wenn des Grames Wolken ziehen, haucht sie Trost in meine Brust. Und aus ihrem Golde blühen alle Blumen meiner Lust. Will die Liebe nicht gewähren, Freundschaft brechen ihre Pflicht, kann nicht beide stolz entbehren, aber meine Zither nicht, aber meine Zither nicht. Reißet meines Lebens Seele, wird sie mir ein Kissen sein, lullen mich die süßen Töne in den letzten Schlummer ein. In den Grund des Tannenhaines senkt mich leise dann hinab. Und statt eines Leichensteines stellt die Zither auf mein Grab. Dass ich, wenn zum stillen Reigen aus des Todes dunklen Bahn Mitternacht die Geister steigen, ihre Seiten rühren kann. Ich habe ja schon am Anfang versucht zu betonen, dass das Hangeln nach einem schwer zu erreichenden ein wesentlicher Bestandteil unserer Arbeit überhaupt ist. Und dass das, was mir nicht erreichbar scheint, mir immer das Reizvollste erschien. So war das immer. Nicht? Auch ob es sich um moderne Musik handelte oder um was anderes. Mir wurde Heldenbaritonales wie Dr. Faust von Musoli angeboten oder der Martis der Maler, den ganzen Abend auf der Bühne zu stehen mit einem großen Wagner-Organ. Im Grunde musste man begabt sein, um diese Rolle zu erfüllen. Und das gerade habe ich für unmöglich gehalten und mich auch ein bisschen dagegen gesträubt, zunächst das zu machen, aber mich dann doch ganz gerne vom Regisseur wie vom Dirigenten überreden lassen, es zu tun. Auf der Wellenspiegel schwimmt der Kahn. Wie weit sind Sie in der Lage, die Oberlippe ein bisschen auch mitspielen zu lassen? Jetzt ist die Oberlippe vollkommen tot und nur die Unterlippe macht alles. Beide sollen mitwirken. Beide. Auf. Da. Die müssen ein bisschen davon. Ja. Nicht zu viel, aber jedenfalls mitspielen lassen. Auf der Wellenspiegel Kleine Noten, genau. schwimmt der Kahn. Oberlippe. Alte Burgen ragen Himmel an, Tannenwälder rauschen, geistergleich, und das Herz im Busen wird uns weich. Eben, mit Rücksicht auf den langen Atem. Mach im Klavier bitte kein Ritenuto andeuten. Er fühlt sich verpflichtet mitzuretenieren. Lass es bitte im Tempo. Lass es im Tempo. Ja? Alte Burgen vielleicht, da?
Alte Burgen ragen Himmel an, Tannenwälder rauschen, Geister. Sie ist vor dir, sie ist vor dir. Und das Herz im Und das Busen. Herz, hey! Und das Herz. Nicht und das Herz plötzlich, nicht wahr? Ja? Nochmal dasselbe, bitte. Alte Burgen ragen Himmel an, Tannenwälder rauschen, Geister gleich, und das Herz im Busen fehlt. Nicht so laut, wozu? Busen. Nicht wahr? Und das Herz. Und das Herz im Busen wird uns frei. Versuch mal die Haars wegzulassen, da. Denn der Menschenwerke sinken all. Wo ist Turm, wo Pforte, wo der Fall, wo sie selbst, die Starken, geschirmt, die in Krieg und Jagden ihn gestürmt. Lass es in der Maske. Lass es drin. Lass es drin. Nimm es nicht raus plötzlich. Hingestürmt. Das ist nicht so gut. Hingestürmt. Hingestürmt. Auf der Wellenspiegel schwimmt der Kahn. Alte Burgen ragen Himmel an, Tannenwälder rauschen, Geister gleich, und das Herz im Busen wird uns weich. Denn der Menschenwerke sinken all. Wo ist Turm, wo Pforte, wo der Fall, wo sie selbst, die Starken, erzgeschirmt, die in Krieg und Jagden ihn gestürmt. Wo, Ruft rein die Nachtigall, liebend nach mir aus dem Nebeltal. Und? Ich komme. Ach, wohin? Aber nicht sorgenvoll. Nicht fragen, wohin, wohin? Ich habe keine Landkarte, ich weiß hier nicht weiter, wo der Weg ist. Nicht das, nicht das. Wohin soll denn das wohl gehen? Es greift mich jemand hinten am Kragen und zieht mich in die Höhe. Ja. Was ist denn das? Erstaunt. Ja, erstaunt, weiter nichts. Ja, eigentlich auch beglückt, dass es da oben geht. Ja. Ja. So. Und sie machen mir zu viel Retenuto mit den Abgängen da. Dann sind sie nämlich gezwungen, Lokomotive zu spielen. Das ist nicht so gut.
Also, Ich komm her. Wohin? Hinauf strebt sie auf, hinauf strebt sie auf. Es schweben die Wolken abwärts, die Wolken neigen sich der sehnenden Liebe mir in eurem Schoße, aufwärts umfangend, aufwärts an deinen Busen, Lieben noch. ja, bleib mal mit Vibrato, oder? Lieben ist tot. Liebender. Hm? Bleib dran am Ton, bleib dran. Ganymed ist eigentlich so dieses Stück, was auch durch diesen Goethe-Text ganz besonders ist eigentlich, auch von der ganzen Stimmung her. Der Schubert macht sehr interessante Dinge, auch harmonischer Art. Er wechselt ja auch die Tonarten. Strebt sie auf, hinauf strebt sie auf, es schweben die Wolken abwärts, die Wolken neigen sich der sehnenden Liebe mir in eurem Schoße, aufwärts umfangend, aufwärts an deinen Busen, liebender Vater. Die Wolken neigen sich der sehnenden Liebe mir in eurem Schoße, aufwärts umfangend, aufwärts an deinen Busen, liebender Vater. Sie können das schöner machen. Und Sie Ich auf dem All etwas stärker ansetzen, gleich, nicht erst sich entwickeln lassen. Wenn Sie sehr spät mit dem Crescendo kommen, dann vergeben Sie sich nachträglich noch Kraft. Sondern erstmal alles, was Sie an Ton haben, es muss nicht fortissimo sein, aber immerhin schöner Klang. Auf dem All sind Sie schon leiser geworden, nicht wahr? Jetzt bleiben Sie in dieser leisen Lage. Der leisen Situation bis zum Ende. Dann können Sie sich sogar noch ein kleines Ritornetto erlauben. Ganz bestimmt, ganz bestimmt. So, machen wir kurz vorher bitte sehr. Aufwärts an deine Busen, vielleicht, ja? Die beiden letzten Takte davor. Aufwärts an deinen, ja? Ja? Aufwärts an deinen Busen, liebender Das ist nochmal eine halbe Note der Terre, die Absilbe. Ja. Ja. Was gemeint ist, ist klar. Aber Sie müssen natürlich mehr tanken davor. Sie haben jetzt kaum geatmet, das geht natürlich auch nicht. Sie müssen sehr viel Luft holen, um dann in die Note hineinsteigen. Und das Klavier wartet bitte. Kommen Sie mit Ihrem Achtelauftakt ein bisschen später. Dann hat sie ein bisschen mehr Zeit dafür. Nicht wahr? Können wir das einmal noch mal probieren, bitte schön? Mir in eurem Schoße aufwärts, oder wo waren wir? Aufwärts an deinen Mutter. Aufwärts an deinen Busen, liebender Schauen Sie sich mal an, was da steht. Fortissimo.
Piano. 2 Takte laut und dann leise. Jetzt aber Fortepiano. So machen Sie es. Genau so. Nicht wahr? Und ich würde den ersten ruhig durchziehen. Das ist schön, noch klingt das Allliebender Vater. Das muss noch klingen. Aber das ist subito piano. Naja, subito piano. Also Sie können schon bin ja ganz Liebender Vater. Wenn Sie ein kleines Portamento machen zum Beispiel, diese ganze Geschichte. Liebender Vater. Da würde ich nicht wieder so laut werden. Ja. Das ist Piano und sollte Piano bleiben. Ja? Mach's nochmal. Ja. Vers an deinen Busen, o liebender Vater, o liebender Vater. Sie haben jetzt im Klavier möglichst rasch gespielt, damit es mit dem Atem ausreicht. Damit suggerieren Sie dem armen Sänger, dass er bestimmt nicht genügend Atem haben wird. Das wollen wir doch nicht. Das zeichnet ja auch einen großen Künstler aus, dass er so universell ist in seinem Schaffen und Können, dass er auch einer Sopranistin ganz viel sagen kann. Und das hat man ja auch heute oder die letzten Tage ganz deutlich sehen können, wie viel er mir sagen konnte. Im Morgenglanze, du ringst mich angelöst, Frühling Geliebter, mit tausendfacher Liebeswonne sich an mein Herz drängt, deiner ewigen Wärme, heilig Gefühl, unendliche Schöne, dass ich dich fassen möcht in diesen Arm, ach, an deinem Busen lieg ich und schmachte, und deine Blumen, dein Gras drängen sich an mein Herz. Du kühlst den brennenden Durst meines Busens, lieblicher Morgenwind. Ruft rein die Nachtigall, liebend nach mir aus dem Nebeltal. Ich komme, ach, wohin, wohin? Hinauf strebt hinauf, hinauf strebt hinauf. Es schweben die Wolken abwärts, die Wolken neigen sich der sehnenden Liebe mir in eurem Schoße, aufwärts umfangen, aufwärts an deinen Busen, o liebender Vater. Die Wolken neigen sich der sehnenden Liebe mir in eurem Schoße, aufwärts umfangen,
Wie siehst du die Zukunft des Liedgesangs? Ja, das Liedgesangs weiß ich nicht und die Werke bleiben ja bestehen, Gott sei Dank. Ja. Die sind uns gegeben und mit denen können wir arbeiten. Aber was kompositorisch, da ist ja die Frage zu stellen, was passiert in der Zukunft Musik schöpferisch? Ist das Material erschöpft oder nicht? Wenn es erschöpft ist, dann brauchen wir uns gar keine großen Hoffnungen mehr zu machen. Nicht? Denn das ist schon eine Klage, die Gustav Mahler hat laut werden lassen. Wie soll ich mich persönlich ausdrücken? Wie soll ich auch das, was ich vom Text her auszudrücken habe, noch in Töne fassen, was noch nicht da war? Und Wagners Wort, Kinder macht Neues, das ist einfach nach wie vor gültig.